Willkommen zurück, Freunde, auf meinem Kanal Fragrance Talk wieder hier. Ja, ich hoffe, ihr seid gesund und munter und ich stelle euch heute die Black Orchid Reihe von Tom Ford vor. Ja, die Düfte sind sehr interessant, besonders auch für Frauen. Es sind ja Frauendüfte, außer der neue, das ist ein Unisex-Duft, aber er wird extrem viel von Männern getragen und ein Mann kann ihn auch tragen. Er passt perfekt. So, wenn ihr mehr wissen wollt, bleibt dran. Hey, da bin ich wieder. Ja, Black Orchid, ein Tom Ford Duft, der ja extra klasse, würde ich mal sagen. Wirklich perfekt und der gehört nicht zu Private Blend Edition, nein, aber diese Reihe oder überhaupt der Duft ist einfach phänomenal nice. Und ich kenne niemanden, der wirklich sagt, er ist schlecht. Ja, er ist ein bisschen süßer, fruchtig und so weiter, aber da kommen wir gleich zu. Aber trotzdem richtig nice. Wir fangen mal mit den Eau de Toilette an. Den haben wir hier. Ja, Black, richtig schön schwarz, geiler Flakon. Ich habe ja immer gesagt, der passt perfekt zum Mann, das Eau de Toilette. Ich bleibe im Endeffekt dabei, aber die anderen sind auch sehr nice, aber die stelle ich gleich vor. Also das Eau de Toilette Black Orchid. Ihr seht, sehr geiler Flakon und ja, der Duft, der hier drin ist hammergeil. Erst kommt der schwarze Trüffel Bergamotte. Schwarzer Trüffel, Leute. Richtig genial. Das hört sich schon monströs an. Dann Ylang Ylang und schwarze Johannisbeere. Und da drauf ist der Duft auch in der Kopfnote extrem aufgebaut. Schwarze Johannisbeere und Trüffel. Ylang Ylang natürlich auch, nehmt ihr wahr. Oh, herrlich, absolut herrlich. Es ist ein Damenduft, wie gesagt. Und gleich vorweg, es ist der Duft, nicht die Version, sondern das Eau de Parfum, aber da kommen wir gleich zu. Das ist der Duft von Michael Jackson, den King of Pop für mich. Also ich bin immer noch seit ja, ganz langer Zeit Michael Jackson Fan. Das ist für mich, ich will jetzt nicht abschweifen, aber für mich der größte Entertainer, den es je gab. Der war immer seinen Leuten weit voraus. Rest in Peace, dass er leider nicht mehr unter uns ist. Der Junge war einfach phänomenal. Ich habe ihn zweimal, ich hatte das Glück, ihn zweimal live zu sehen. Absolut genial. Und der Black Orchid war sein Duft. Das Eau de Parfum, da kommen wir gleich zu. Dieser Duft hält erstmal, es hat eine hammerstarke Ausstrahlung. Ihr werdet wahrgenommen. Super lange Haltbarkeit von 10 Stunden, locker 10 Stunden. Sehr geiler Duft. Dann die Lotusblüte. Ist klar, absolut nice. Blumige Noten und die Orchidee und so weiter. Es ist im Endeffekt ein fruchtiger, blumiger Duft, aber von allerfeinsten. Und den kann man jedenfalls auf jeden Fall tragen. Man muss gar nicht sprühen, man muss nur hier riechen. Das ist so ein, und ich finde diese Flakons nice, wirklich nice. Und diese ganz schwarze so. Absolut geil. Dann Sandelholz, Vetiver, balsamische Noten und so weiter im Dry Down oder beziehungsweise in der Basisnote. Geil. Absolut geil. Also wer den nicht kennt, Leute, oder Männer vor allen Dingen, traut euch ran. Vielleicht nicht 18-Jährige, aber wenn ihr den mit 18 auch geil findet, ihr kennt meine Einstellung, dann kauft ihn auch. Holt ihn euch. Und wenn ihr noch, und das ist ja Mainstream, die drei sind eine der geilsten oder die geilsten Mainstream-Düfte, die es mit auf den Markt gibt, vor allen Dingen von der Qualität und von der Haltbarkeit auch. Sehr, sehr geil. Ich werde sie unten verlinken, ihr wisst es. Wow. Und jetzt kommen wir zum Eau de Parfum. Ja, hier haben wir das Eau de Parfum. Da. Sehr nice. Im Endeffekt fast gleich. Das ist so ein bisschen matt. Und hier nur mit dem goldenen Schild. Schwarzer Trüffel, auch hier in der Kopfnote. Nur dieser Duft ist ein bisschen, das ist der Michael Jackson Duft, den hat er mal getragen. Hier ist es so, dass die Eau de Parfum Version definitiv die stärkste, obwohl ich finde sie alle sehr stark, aber das ist die stärkste Version, die hat richtig Power, die ist auf die Fresse und ja, das ist schon ein bisschen weiblicher. Der ist ein bisschen süßer, noch blumiger, aber kommt auch richtig gut.
Die Kopfnote ist genau gleich wie beim Eau de Toilette. So, Ylang Ylang, Bergamotte, ich sagte ja schon, schwarze Johannisbeere, die ist gleich, nur einfach mehr noch ein bisschen aufs Maul. Ehrlich gesagt, muss ich so sagen. Auch der Mittelteil mit der Lotusblüte und der Orchidee ist auch komplett gleich. Also das ist ganz geil gemacht. Viele sagen ja immer, warum kann ein Duft nicht nur ein bisschen stärker sein? Aber sonst gleich. Heute wird ja, wenn man ein Eau de Toilette rausbringt, ist das Eau de Parfum komplett anders. Hier ist es nicht so der Fall. Nur ein bisschen süßer, muss ich sagen, und einfach mehr Power. Und der Dry Down Balsam, Vetiver, Vanille, im Endeffekt komplett gleich. Nur mehr aus dem Maul, ein bisschen weiblicher, aber man kann ihn trotzdem noch tragen. Also im Endeffekt, ja, braucht man beide? Ist so die Frage. Ja, ist schwer. Als Fan vielleicht von Tom Ford, wie ich, ja. Aus Michael Jackson schon wegen Michael, den King of Pop, habe ich natürlich auch. Ist klar, das ist einfach ein Mustern. Aber ja, es ist schwer zu sagen. Das sind alles übrigens 100 ml. Ich bin jetzt gerade an Überlegen, ehrlich gesagt. Ja, nein, aber man sollte es vielleicht mal selber testen. Ja, doch, er ist noch schon ein Tick anders durch die Süße ein bisschen und die Wuchtigkeit, die hier entspannter ist und so weiter, ist, ja, sagen wir mal so, das Eau de Parfum doch ein bisschen noch anders, vielleicht doch interessanter. Für die Damen würde ich definitiv aber das Eau de Parfum bevorzugen. So, jetzt kommen wir zu den neuen Black Orchid Parfüm und zwar der goldene hier, der Goldbarnier, Goldfinger. Ja, das ist ein Duft, der auch in die Richtung geht, klar. Ein bisschen, ich finde ihn ein bisschen nussiger und hier sind auf jeden Fall definitiv nicht die ganzen Inhaltsstoffe so drin. Schwarzer Trüffel, Ylang, auf jeden Fall in der Kopfnote, ja, das war's denn aber. So, keine Bergamotte, also diese Fruchtigkeit, die Frische ist denn nicht mehr so vorhanden. Schwarze Orchidee kommt auch, aber dann kommt die Pflaume. So, hier ist Pflaume drin, kommt richtig cool. Ich will diese Düfte hier jetzt nicht sprühen wie sonst. Ja, Pflaume hat trotzdem die DNA, ist ganz klar. Und dann Rum ist hier drin. So, Rum, also die Pflaume, Rum ist neu im Gegensatz zu den Eau de Toilette und Eau de Parfum. Ist im Parfüm Pflaume und Rum drin. So, sehr interessant. Den Rum merke ich definitiv und das macht ihn sehr interessant. Und Patchouli. So, Punkt. Also kein Vetiver, kein Vanille. Ist hier nicht drin. So. Weihrauch hatte ich noch ganz vergessen. Weihrauch ist auch in diesen Düften drin, so nicht vergessen. Nehmt, aber es ist nicht so kein typischer Weihrauchduft. Also das habt ihr da nicht, aber es ist mit drin und ja, wie gesagt, ich kann euch Black Orchid, so, warte mal, diese Düfte auf jeden Fall ans Herz legen. So, da sind sie alle drei. Ich kann alle drei euch ans Herz legen, das ist klar. Ob ihr alle braucht, ist so die Frage. Ich finde diese Reihe, die werde ich in meinem Leben wahrscheinlich nie leer machen, weil beide, oder beziehungsweise alle, auch das Parfüm, was ich eben vergessen habe zu sagen, was die Haltbarkeit und Silage ist einfach präsent. So, alle Düfte sind auf jeden Fall präsent und haben Action ohne Ende. So, ich muss meine Hand jetzt gleich mal eincremen. Ich habe einfach, dadurch, dass wir hier an Umbauen sind und ich mit Holz hier ständig arbeite, das ist fürchterlich. Mal so nebenbei, es geht alles trocken, geht alles kaputt, nervt mich ein bisschen. Aber was soll's, Beauty, dann hauen wir mal ein bisschen Creme auch rauf. Ich kann euch echt keine Creme empfehlen, da seid ihr vielleicht mehr oder besser drin. Erzählt mir mal eine gute Creme, wo nichts kaputt reißt, das geht mir richtig auf den Keks alles. Aber das ist eben so, wenn man umbaut. So, mal kurz mal nebenbei. Black Orchid, so. Das ist ein Unisex übrigens. Die anderen sind Damendüfte. So. Viele sagen, was ich gehört habe, dass dass das Parfüm am besten für einen Mann ist. Müsst ihr selber ausprobieren. Ja, es ist nussiger, es ist rum. Ja, ich muss es so sagen, er passt vielleicht im Gegensatz, ich wollte das nur nicht vorwegnehmen, weil ich gesagt habe, der passt am besten. Er passt für einen Mann schon am besten. Aber ich würde die anderen, das Eau de Toilette vor allen Dingen auch, als Mann testen. Und wenn ihr Bock habt, wirklich auch das Eau de Parfum. So Leute, das war Black Orchid. Ich werde die Düfte dahinter mir auch demnächst mal vorstellen, die Reihe, weil die im Winter perfekt aufpasst, genau wie Black Orchid. Black Orchid gleich vorweg ist nur ein Winterduft und vor allen Dingen auch kein Büroduft, Leute. Also ballert euch das, und auch liebe Damen,
Ein Sprüher reicht. Bei Frauen ist das schon so noch ein bisschen anders von der Ausstrahlung. Ihr müsst da aufpassen. Das sind wirklich alles 3 starke Düfte. Sehr stark. So, Leute, macht's gut. Bleibt gesund. Fragrance Town.